Hallo, willkommen zur dritten Episode unserer DaVinci Resolve 14 Tutorial Serie. Mein Name ist Heiko und hier ist das Intro. Natürlich vorweg erstmal ein riesen Dankeschön an unseren Sponsor Blackmagic Design für ihre tatkräftige Unterstützung. In der letzten Episode haben wir gelernt, wie wir jetzt unser Footage in DaVinci Resolve importieren können und wie wir eine bereits fertig geschnittene Timeline aus Adobe Premiere an Resolve übertragen können. Heute soll es dann darum gehen, wie wir unseren Film in Resolve direkt schneiden und bearbeiten können. Außerdem schauen wir uns noch an, wie wir im Fairlight-Tab unsere Audiospur noch aufbereiten und abmischen. Wie ich hier bereits schon mal erwähnt habe, arbeiten wir hier bei Headfilms in Resolve in erster Linie fürs Color Grading. Von daher würde ich mich jetzt auch nicht als Experten für Schnitt und Audiobearbeitung in Resolve bezeichnen. Ich will aber trotzdem gerne versuchen, das heute so weit zu erklären, dass sich auch ein absoluter Neueinsteiger nachher in der Software zurechtfinden kann. Bevor wir jetzt anfangen mit unserem Projekt, nochmal ganz kurz ein wenig zur Erklärung, was die einzelnen Panels hier bedeuten. Das ist ja in der letzten Folge nicht großartig behandelt worden. Wir haben hier unser Media Pool, unsere Schnittleiste ist klar, unser Source Monitor und unser Viewer für unsere derzeitige Timeline. Wir haben jetzt entsprechend noch Möglichkeiten, hier verschiedene Panels auf und zu klappen. Ich kann hier die Effects Library öffnen. Hier habe ich jetzt entsprechend in der Toolbox meine ganzen Überblendungen für Video und Audio. Ich kann Texte generieren. Ich habe OpenFX, das heißt, ich kann also hier über diese Funktionalität im Prinzip Effekte auf meine Clips anwenden. Wir können auch entsprechend den Media Pool schließen. Dann haben wir im Prinzip hier die gesamte Liste für die Effects Library. Ansonsten haben wir hier rechts unseren Mixer. Wenn wir entsprechend also jetzt hier verschiedene Audio-Tracks in unserer Timeline haben, würden wir diese hier auch uns anzeigen lassen können und könnten eben die Audioaussteuerung, also den Audiopegel von jedem einzelnen Audio-Track hier dann auch sehen und kontrollieren. Hier oben, auch hier können wir ihn an- und ausschalten. Wir haben auch hier wieder ein Metadata-Feld, das heißt, wir könnten, wenn wir jetzt Clips angeklickt haben, hier auch Informationen über unsere Clips kriegen. Oder wir haben den Inspektor. Im Inspektor kann ich quasi zu jeder Zeit immer sehen, wenn ich einen Clip angeklickt habe, was ich alles mit diesem Clip machen kann. Ich kann hier oben den Inspektor auch auf die volle Größe ausklappen, um mir entsprechend mehr Optionen auf einmal anzeigen zu lassen. Hier haben wir unsere allgemeine Lautstärke für die Timeline, das ist aber im Prinzip nur für uns zur Kontrolle. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an und bringen unser Footage hier in Resolve. Wir könnten es auch direkt hier im Media Pool machen. Ich gehe aber nochmal extra auf die Media Page. Ich habe hier auch schon ein Favorite angelegt. Ich importiere mir jetzt also erstmal meinen ganzen Kram hier. Die Cinescope-Balken, das ist eine PNG-Datei mit Transparenz, die brauchen wir nicht. Denn Resolve hat die Möglichkeit selber Balken zu generieren, wenn wir das dann nachher haben wollen. So, wir haben ja jetzt verschiedene Audiodateien. Diese Tascam-Dateien sind von unserem Audiorekorder, denn wir haben, als wir hier gedreht haben, den Ton extern geangelt. Das werden wir uns gleich genauer angucken, denn DaVinci bietet da eine ganz tolle Möglichkeit, die uns das Leben extrem vereinfacht. Vorher gucken wir nochmal, wir haben hier noch zwei Musiktracks. Ansonsten haben wir hier ganz normal unser Footage. Das kennen wir ja schon aus der letzten Folge. Hier ist der Drohnenflug. Und im Prinzip unsere Takes aus der kurzen Sequenz, die wir uns angeguckt haben. Gut, kommen wir aber mal eben zu dem tollen Feature, was ich gerade schon angepriesen habe. Und zwar bietet Resolve die Möglichkeit, dass wir unsere Videotracks und unsere Audiotracks automatisch synchronisieren können. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Erstmal schauen wir mal, wie die Takes im Original klingen. Keine Sorge, wir werden sie schon finden. Also wir hören ja schon, wir haben massiv Hintergrundrauschen bzw. Hintergrundgeräusche. Diese Aufnahmen hier sind ganz in der Nähe von einer Autobahn gedreht worden, die hört man hier auch massiv. Man hört die Stimmen fast gar nicht. Also der Ton wäre natürlich jetzt für unseren Film unbrauchbar. Dann haben wir hier im Vergleich unseren Audiorekorder. Ich habe alles versucht, aber keiner will mir hier helfen. Ich habe das Gefühl, die haben alle Angst. Man hört also, hier ist die Stimme ganz deutlich zu hören und die Hintergrundgeräusche sind extrem leise. Mit diesem Ton können wir also arbeiten. Jetzt müssen wir natürlich unsere Videodateien und unsere Audiodateien irgendwie zueinander bringen. Und da bietet Resolve eben die Möglichkeit, dass wir diese synchronisieren. Um das Ganze jetzt für Resolve etwas einfacher zu machen, erstelle ich mir erstmal einen Unterordner, nenne den jetzt einfach mal Sync. Und jetzt gehe ich im Prinzip nehme mir meine Audiorekorder-Dateien, schiebe die in den Sync-Ordner und nehme jetzt auch nur die Videodateien, die ich auch wirklich synchronisieren will. Also greife ich mir nur diese 3 Shots und packe die ebenfalls in den Sync-Ordner. Damit haben wir jetzt also die Auswahl für Resolve schon mal begrenzt, was überhaupt synchronisiert werden soll. Und jetzt machen wir einen Rechtsklick und gehen auf Auto-Sync Audio Based on Waveform. Und wir sehen, das geht extrem schnell und Resolve sagt uns, er konnte einen Clip nicht synchronisieren.
Das macht irgendwie auch Sinn. Wir haben 3 Videoclips, aber 4 Audiorekorder-Clips. Und wenn wir uns jetzt unsere Clips hier mal anhören. Keine Sorge, Annie. Wir werden sie schon finden. Und deine Frau auch. Ich hoffe, ich habe alles versucht, aber... Dann hören wir, dass wir jetzt im Prinzip den Ton aus unserem Tascam Audiorekorder mit unserem Videoclip hier verknüpft haben. So, aber so viel zur Synchronisation. Ich mache mir jetzt nochmal einen Unterordner, den nenne ich mal Musik. Und hier werde ich jetzt mal meine beiden Musiktracks hineinpacken. Und jetzt, wo mein Footage ja synchronisiert ist, kann ich im Prinzip auch meine Footage-Dateien wieder in den Master zurückziehen. So, somit haben wir jetzt also unser Footage und unsere Musik. Und jetzt können wir eigentlich auch loslegen mit dem eigentlichen Schnitt von unserem Film. Hier können wir jetzt ja, wenn wir wollen, unser Footage direkt in diese leere Timeline hineinziehen und damit eigentlich eine neue Timeline aufmachen. Wir können aber auch hier einen Rechtsklick machen und von hier eine neue Timeline starten, damit wir auch gleich einen Namen vergeben können. Ich nenne es jetzt einfach mal Scene 1. So, ich weiß, wir werden zumindest 2 oder 3 Audio-Tracks brauchen und wir brauchen sicherlich auch mehr als einen Videotrack. Ich lasse es aber mal so, damit wir gleich sehen können, was Resolve noch für Möglichkeiten für uns bereithält. Jetzt sehen wir hier auch einen Videotrack und wenn wir diese Linie hochziehen, sehen wir hier auch 3 Audio-Tracks. Alle 3 sind Stereo. Wir haben jetzt ja unsere Clips hier synchronisiert mit einem Mono-Track. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Clip hier reinziehe, dann sehen wir hier, oder wir hören es wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, die haben alle Angst. Ja, die Polizei ist sowieso total überfordert mit der Situation. Wir haben jetzt nur auf dem linken Kanal den Ton und auf dem rechten Kanal ist Schweigen. Das ist natürlich jetzt suboptimal, aber wir können diesen Track, Track 1 also, Change Track Type to Mono. Und wenn wir jetzt unsere Szene abspielen, Die Polizei ist sowieso total überfordert mit der Situation. dann haben wir automatisch unseren Ton auf beiden Kanälen, denn Mono wird immer auf links und rechts gleichmäßig abgespielt. Das ist also kein Problem für uns, dies hier nachträglich zu ändern, um jetzt quasi unser Mono-Footage auch in Stereo abspielen zu können. Ich lösche den Clip jetzt erstmal nochmal raus. Wie in der letzten Episode können wir jetzt, wenn wir wollen, unser ganzes Footage hier markieren und einfach reinziehen und es danach dann zurechtrücken, kürzen und so weiter. Das machen wir jetzt aber nicht, weil ich weiß halt ja schon, dass diese Aufnahmen teilweise recht lang sind. Von daher würde ich jetzt erstmal eine grobe Vorauswahl treffen in den einzelnen Clips hier, also einen In- und Out-Point setzen und mir dann die Takes in meine Timeline reinziehen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach chronologisch. Das heißt, ich nehme also meinen ersten Shot. Ich weiß, das ist hier meine Drohnenaufnahme. Doppelklick diese Datei und habe sie jetzt hier im Source Viewer. Jetzt kann ich mir das Ganze hier also auch angucken. Und jetzt möchte ich hier starten. Kann also sagen Set In Point. Oder ich drücke einfach I auf der Tastatur. Dann habe ich hier quasi meinen Anfangspunkt gesetzt. Und ich weiß, die Drohne fliegt bis, sagen wir mal ungefähr bis hier, bevor sie abbremst. Setze meinen Outpoint mit O oder mit dem Button hier. Und jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten, mein Footage in die Timeline zu kriegen. Und zwar mache ich einen Linksklick und ziehe das Video nach rechts rüber. Und jetzt sehen wir hier schon die verschiedenen Möglichkeiten, die uns DaVinci anbietet. Wir können sagen Insert, das heißt, hätten wir jetzt einen Clip und unser Marker wäre in der Mitte, würde an dieser Stelle unser Footage eingesetzt werden und alles andere würde nach rechts verschoben werden. Bei Override würden wir im Prinzip an der Stelle, wo wir den Clip ablegen, alles darunter überschreiben. Diese beiden, die schauen wir uns dann gleich an, wenn wir schon was in der Timeline haben, damit das ein bisschen klarer wird. Place on Top eröffnet automatisch für uns eine neue Videospur und platziert den Clip eben an der Stelle, wo wir gerade sind, über allen anderen Clips. Das heißt, wir überschreiben nichts, wir ersetzen nichts, bleibt unterhalb dieses Clips noch erhalten. Und bei Append at End können wir unseren Videoclip einfach ganz ans Ende der Timeline schmeißen, überschreibt auch nichts und bringt auch nicht unseren Schnitt in irgendeiner Form durcheinander. Und auch Ripple Override gucken wir uns gleich an, wenn wir schon was in der Timeline drin haben. Ansonsten wird das wahrscheinlich nicht ganz so deutlich, was passiert. In unserem Fall sage ich jetzt einfach Insert und schon habe ich meinen Clip hier drin. Ihr könnt jederzeit, wenn ihr die mittlere Maustaste gedrückt haltet, die Timeline quasi packen und einfach links und rechts scrollen. Wenn ihr die Alt-Taste gedrückt haltet, könnt ihr mit dem Mausrad genau das gleiche machen wie hier. Ihr könnt die Timeline raus und rein zoomen. So, das heißt, wir haben jetzt also unser Drohnen-Footage hier drin. Im Prinzip wollen wir unseren Shot, der eigentlich nur aus einer ganz kurzen Sequenz von 2-3 Sätzen Dialog besteht. Und das Ganze basiert auf diesem Master-Shot. Das ist die totale, wo wir alle 4 Charaktere im Shot haben. Deswegen öffne ich mir jetzt mal diese Datei. Wenn wir hier auf Show Zoomed Audio Waveform gehen, dann kriegen wir jetzt hier eine Anzeige und sehen quasi unsere Tonspur. Ich spiele es mal ab.
Den nehmen wir. Da sehen wir also auch genau, wo unser Dialog stattfindet, während wir das Video abspielen. Wir können auch sagen, schau Full Clip Audio Waveform. Dann ist im Prinzip jetzt hier diese Länge unser gesamter Clip und wir haben hier eine Übersicht und können auch hier schon erahnen, wo wir wahrscheinlich unsere eigentliche Dialogszene haben. So, für uns ist jetzt wichtig, dass wir den eigentlichen Take, die eigentliche Szene, die funktioniert hat, hier schon mal etwas vorbereiten, um hier nicht zu viel Müll in die Timeline zu schmeißen. Das heißt, wir gehen die mal durch, gucken, wann der Take losgeht. Ich auch. Okay. Also In-Point. So, das ist der komplette Take, also recht überschaubar. Ich setze mit O wieder ein Out-Point. Und hier sieht man jetzt auch, wenn wir ein Video mit Audiospur haben, haben wir hier auch einen Button. Das heißt, wir können hier sagen, ich möchte jetzt nur die Videospur laden oder ich möchte nur die Audiospur laden. In unserem Fall nehme ich einfach meinen Clip und sage Append at End. Das heißt, ich schmeiße mir den einfach erstmal nur in die Timeline, ohne jetzt hier irgendwas zu machen. Damit ist gewährleistet, dass ich hier nichts überschreibe. Wir sehen auch, wenn ich hier scrubbe, dann springt mein Zeitindikator hier automatisch an die nächste Schnittkante ab einem gewissen Punkt. Das kann, wenn ich hier so durchscrubben will, ziemlich nervig sein. Da kann ich aber auch jederzeit dieses Symbol, den Magneten, einfach deaktivieren und dann kann ich hier auch ganz flüssig drüber scrollen. Dann schauen wir uns mal hier den nächsten Clip an. Hier sehen wir auch wieder ganz gut die Audioaussteuerung. Können also vermuten, dass hier irgendwo die Szene beginnt. Danke, dass ich Genau, da ist er schon im Reden. I für In-Point. Und setze jetzt hier den Out-Point. Append. Bei diesem Take weiß ich jetzt also schon, der soll auf jeden Fall direkt nach dem Intro kommen. Das heißt, ich kann jetzt also hier wieder meinen Magneten anmachen und springe jetzt hier zwischen diese beiden Clips. Als kleine Erleichterung noch ein Hinweis, wir können mit oben und unten ganz schnell zu meinen Schnitten springen. Jetzt bin ich also zwischen diesen beiden Clips, greife mein Video, ziehe es rüber und gehe auf Insert. Das heißt, ich möchte nichts überschreiben, ich möchte, dass alles andere nach hinten rausgeschoben wird. Das sehen wir auch, der Rest hat sich verschoben, unser Clip ist eingefügt. Jetzt haben wir den Clip natürlich hier mit der Audiodatei eingefügt, obwohl wir nur das Video in diesem Fall brauchen. Ich halte die Alt-Taste gedrückt, nur meinen Audio-Part auswählen und die Backspace-Taste drücken. Damit lösche ich quasi nur den Clip, ohne irgendwas in der Timeline zu verschieben. Dann schauen wir mal ganz kurz, was die anderen Funktionen noch waren. Ich öffne jetzt mal eben zum Vergleich einen anderen Clip. Wir sehen ja hier, ich bin jetzt mit meinem Timeline-Indicator auf diesem Clip hier und ich greife mir jetzt diesen Clip und sage, ich möchte ihn ersetzen. Dann sehen wir, ist an dieser Stelle jetzt quasi unser alter Clip durch den neuen Clip ersetzt worden. Ich mache das mal rückgängig. Ihr könnt hier in der Timeline ebenfalls einen In- und einen Out-Point setzen, ebenfalls I und O auf der Tastatur. Und wenn wir jetzt diesen Clip nehmen und sagen Fit to Fill, dann wird unser Clip auch nur in diesem Bereich eingebaut. Das heißt, nicht der gesamte Clip wird ersetzt, sondern nur das, was wir markiert haben. Das wollen wir natürlich an dieser Stelle auch nicht. Also machen wir das alles rückgängig. Ziehe ich mir diesen Clip und sage Place on Top. Dann sehen wir, Resolve eröffnet eine zweite Video-Timeline und platziert auch unser Audio in einer separaten Tonspur und überschreibt damit nicht unser Video auf Spur 1 und Audio auf Spur 1. Und zu guter Letzt haben wir Ripple Override. Das heißt, wenn ich an dieser Stelle meinen Clip platziere, sehen wir, er ersetzt den Clip, auf dem wir gerade gestanden haben. Aber dieser Clip ist in der Auswahl jetzt länger gewesen als der Clip in der Timeline. Dementsprechend hat er nicht nur ersetzt, sondern er hat auch entsprechend alles, was rechts davon war, rausgeschoben. Natürlich gibt es für diese ganzen Möglichkeiten, unsere Clips hier in die Timeline zu ziehen, eben auch Tastaturkombinationen. Unter User könnt ihr jederzeit im Keyboard Mapping sämtliche Funktionalitäten von Resolve hier auch nachgucken oder eben auch ändern. Das nur für den Hinterkopf. Ich mache das heute sowieso mehr mit der Maus und eben mit den Funktionalitäten, die wir hier auch in der Software sehen, damit ihr einen Überblick bekommt und euch das auch besser bildlich vorstellen könnt, wie Resolve eigentlich funktioniert. Jetzt haben wir ja im Prinzip alles an Footage in unserer Timeline, was wir für diese kleine Szene hier brauchen und müssen uns natürlich jetzt überlegen, wie wir weitermachen wollen. Ich habe ja schon gesagt, das ist quasi unsere Intro-Sequenz, wo später eigentlich hier auch ein Titel erscheinen würde. Und wir wissen, nach der Intro-Sequenz kommt als allererstes der Shot auf den Walkman. Das etabliert natürlich gleich auch so ein bisschen die Zeit, in der der Film spielen soll. Und dann haben wir im Prinzip diese kleine Dialogszene, die eigentlich schon so ein paar Informationen für den Zuschauer bereithält, worum es hier eigentlich geht.
Danke, dass ich mich euch anschließen durfte. Wir hören ja, dass unser Ton ziemlich leise ist. Das heißt, wir haben zwar einen sauberen Ton aufgenommen mit dem externen Rekorder, dieser ist aber relativ leise. Das ist vielleicht jetzt für die Bearbeitung ein bisschen anstrengend, weil man ziemlich genau hinhören muss. Da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Zum einen ist ja unser kompletter Audio-Track derzeit hier auf Audio-Track 1. Das heißt, wir könnten im Prinzip auch hier im Mixer unseren Audio-Track 1 einfach lauter machen. Dass ich mich euch anschließen durfte. Hast du an das Foto gedacht? Ja, sicher. Keine Sorge, Amy. Wir werden sie schon finden. Und damit haben wir im Prinzip jetzt schon alles getan, damit wir auf jeden Fall jetzt für den Schnitt unseren Ton vernünftig hören können. Der andere Weg wäre, ich klicke den doppelt und schon springt er auf 0. Wir könnten jetzt auch hier bei den einzelnen Clips, wenn ich mal ein bisschen reinzoome, wir sehen ja hier, dass wir hier so eine seichte Linie haben. Das ist unser Audiopegel. Das heißt, ich kann diese jetzt mit dem Linksklick anklicken und höher ziehen. Und dann sehen wir auch, wie unsere Waveform sich entsprechend stretcht und wir sehen, dass wir hiermit die Lautstärke anheben. Wir sehen auch den Wert, dass wir jetzt hier quasi um 15, also fast 16 dB unsere Lautstärke erhöht haben. Danke, dass ich mich euch anschließen durfte. Hast du an das Foto gedacht? So, das ist also die andere Methode. Diese ist natürlich jetzt auf den einzelnen Clip bezogen. Das heißt, ich müsste diese Lautstärkeanpassung eben für jeden Clip hier machen. Der Vorteil wiederum ist natürlich, dass wir ja ganz oft mit verschiedenen Quellen in unseren Filmen zu tun haben und nicht alle exakt gleich ausgesteuert sind. Das heißt, so eine Korrektur hier auf der Audioebene, also auf dem Audio-Track 1 über den Mixer, gilt halt für alles. Dementsprechend können wir auch sagen, wir regeln diese Clips einzeln so von der Lautstärke, wie wir sie brauchen. Unsere Audioclips sind alle jetzt laut genug, dass wir das hier kontrollieren können, was unsere Dialoge angeht. Und wir wissen jetzt ja auch, wo wir wahrscheinlich unsere Close-Ups setzen wollen. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal diese Clips nehmen, sie ein bisschen nach hinten schieben. Das ist mehr für mich jetzt als Gedanke, dass ich im Prinzip diese Takes hier noch zur Auswahl habe und diese hier irgendwie einarbeiten muss. Da wissen wir jetzt im Prinzip auch schon, dass wir ein paar Aspekte aus dem Mastershot noch brauchen, aber für die meisten Dialogfetzen wahrscheinlich noch in die Close-Ups gehen werden. Wir gucken also mal eben. Danke, dass ich mich euch anschließen durfte. Hast du an das Foto gedacht? So, diesen ersten Satz hier, den haben wir im Close-Up. Den werden wir wahrscheinlich auch im Close-Up benutzen oder eventuell sogar als Voice-Over noch für diesen Shot. Aber auf jeden Fall haben wir ja kein Close-Up von der Person hier vorne. Also müssen wir den auf jeden Fall hier aus der Totalen nehmen. Das heißt, irgendwo hier setze ich jetzt mit dem Rasierklingen-Tool einen Schnitt. Hast du an das Foto gedacht? Hier genauso. Und wenn ich jetzt den anklicke, die Alt-Taste gedrückt halte und die Pfeil nach oben Taste drücke, löse ich diesen Part quasi raus. Das heißt also, den lege ich mir jetzt mal auf eine andere Videospur, damit ich weiß, dass wir hier diesen Part wahrscheinlich verwenden wollen. So, diese beiden Passagen hier oben werden wir wahrscheinlich hier aus der Totalen nehmen. Die anderen Passagen werden wir höchstwahrscheinlich jetzt gegen die Close-Ups ersetzen. Dann schauen wir mal, was wir hier haben vom ersten Take. Danke, dass ich mich euch anschließen durfte. Hast du an das Foto gedacht? Kürzen wir mal hier ein. Das, was wir brauchen. Ziehen uns die hier mal hin. Und ich schmeiße diesen Part hier schon mal raus, weil ich weiß, dass wir ihn erstmal nicht brauchen werden. So, jetzt haben wir im Prinzip mit unseren Close die zeitliche Reihenfolge soweit wiederhergestellt, wie wir es in der Totalen auch haben. Und die Parts aus der Totalen haben wir hier jetzt auch schon drin. Ich bin jetzt einfach mal so dreist und schmeiße das hier alles raus. Und dann können wir hier mit Alt-Pfeiltaste unten uns das hier schon mal wieder zusammenbauen. Und wir können jetzt einfach mal gucken, wie jetzt überhaupt der erste Eindruck ist, wenn wir die Sachen einfach nur stumpf aneinander schneiden, ohne da jetzt irgendwas mitzumachen. Danke, dass ich mich euch anschließen durfte. Hast du an das Foto gedacht? Ja, sicher. Hier. Keine Sorge, Amy. Wir finden sie schon. Ich hoffe, ich habe alles versucht, aber keiner will mir hier helfen. Ich habe das Gefühl, die haben alle Angst. Ja, die Polizei ist sowieso total überfordert mit der Situation. Es gibt einfach viel zu viele vermisste Menschen in der Stadt. Ich muss Julie unbedingt finden. Ich hoffe, es geht dir gut. Natürlich ist das jetzt alles noch sehr holprig, aber zumindest haben wir jetzt erstmal schon mal einen sogenannten Rohschnitt für die Szene, wie sie im Endeffekt sein soll.
Und jetzt geht es natürlich darum, wie wir das Ganze verfeinern können. Und da hat Resolve einige sehr interessante Möglichkeiten für uns, die uns das Leben auch extrem einfach machen. Und da muss ich sogar sagen, dass mir die Art, wie Resolve hier arbeitet, sogar besser gefällt, als wie das Ganze in Adobe Premiere gelöst ist. Und zwar hat Resolve nämlich hier dieses Werkzeug oder Tool. Das Geniale an diesem Tool ist, dass wir im Prinzip alle üblichen Methoden, wie man jetzt den Feinschliff für den Schnitt macht, alles mit diesem einen Tool machen kann. Das heißt, wir müssen unser Werkzeug so gut wie gar nicht mehr wechseln, um jetzt hier sämtliche Feinschliffkorrekturen zu machen. Hier in Resolve funktioniert das auf der Basis, dass wir, je nachdem wo wir mit unserem Tool ansetzen, eine andere Funktion haben. Das heißt, wir können also, das sieht man jetzt auch gleich, wenn ich hier rüber gehe, je nachdem wo ich bin, bekomme ich also unterschiedliche Funktionen. Das heißt, wenn ich auf diese Schnittkante gehe, verschiebe ich die Schnittkante. Gehe ich rechts von der Schnittkante, dann beschneide ich das Footage und ziehe im Prinzip alles andere hinterher. Das gleiche gilt natürlich auch hier. Wenn ich an diese Position gehe, verschiebe ich den Clip, ohne den Rest hinterher zu ziehen. Also ich überschreibe auch entsprechend. Und wenn ich hier in der Mitte klicke, dann kann ich den Clip-Inhalt verschieben. Wir sehen jetzt hier in unserem Viewer 4 verschiedene Shots. Das heißt, wir sehen oben links den allerersten Frame aus unserem jetzigen Clip, oben rechts den allerletzten Frame aus unserem jetzigen Clip, unten links den letzten Frame aus dem vorherigen Clip und unten rechts den ersten Frame aus dem nächsten Clip. Das heißt, wir wissen ganz genau, wo unser Shot ansetzt, jeweils davor und danach, und wir wissen, wie unser Shot im ersten und im letzten Frame aussieht. Und so können wir jetzt also den Clip-Inhalt verschieben und hier ganz genau gucken, wo unsere Schnittkante dann am meisten Sinn macht. Aber im Prinzip haben wir all diese Möglichkeiten nur mit diesem einen Tool. Das heißt also, ich muss nicht einmal das Werkzeug wechseln, um diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten hier nutzen zu können. Wenn wir diese Alt-Taste gedrückt halten, können wir jetzt also auch hier die Schnittkanten verschieben, ohne unsere Audiospur zu verschieben. Ich verschiebe jetzt quasi meine Schnittkante nur fürs Video hier weiter nach vorne. Das heißt, ich kriege jetzt schon die Reaktion von ihr, bevor sie antwortet. Hast du an das Foto gedacht? Ja, sicher. Das lassen wir so erstmal so. Hier haben wir ja gesagt, dass wir wahrscheinlich schon unseren Dialog starten wollen, während hier noch der Clip läuft. Das heißt also, nehmen wir unseren Clip, setzen diesen erstmal die zweite Videospur. Dann können wir jetzt im Prinzip hier auch unsere ganze Geschichte ranziehen. Wenn wir Alt-Y drücken, wählen wir im Prinzip alles in unserer Timeline aus, ab diesem Punkt, wo unser Zeitindikator hier steht. Das heißt, ich habe jetzt alle meine Clips in der Timeline rechts runter selektiert und kann sie jetzt hier einfach verschieben. Das heißt, ich gucke jetzt, so, da wird die Musik dann schon leiser. Da drückt sie auf Stopp. Also kann sich der Dialog ungefähr bis hier schon überlappen. Ziehe also mein ganzes Footage rüber. Und wenn ich es jetzt hier abspiele. Danke, dass ich mich euch anschließen durfte. Danke, dass ich mich euch anschließen durfte. Gehen wir wieder in unser Schwimmtool und gucken mal. Alt-Taste gedrückt halten. Verschieben unsere Schnittkante noch ein Stückchen. Aber die Blickrichtung, das passt ungefähr. Hast du an das Foto gedacht? Also ich habe zwar die Studio-Version, aber alles, was ich hier gerade mache, lässt sich in der kostenlosen Version exakt genauso machen. Das heißt, momentan nutze ich keinerlei der Studio-Features, um das hier zu verwirklichen. Um das Ganze hier zu veranschaulichen, sollte das auf jeden Fall gereicht haben. Jetzt kommen wir also nochmal eben zu unseren beiden Musikstücken. Und jetzt gucke ich mal, wann sie hier den Kopfhörer abnimmt. Das ist da. Und jetzt achtet mal drauf, wir haben hier so einen kleinen Marker, ganz oben rechts in der Ecke. Wenn ich den anklicke und gedrückt halte, kann ich hier direkt eine Blende setzen. Das heißt, ich möchte, dass mein Audioclip an dieser Stelle bis dahin ausblendet und ich kann ihn auch entsprechend in einer Art Kurvenfunktion so ausblenden lassen. Ich hatte ja erwähnt, dass wir unsere CinemaScope-Balken nicht brauchen, weil DaVinci im Prinzip eine eigene Funktion hat, um dieses CinemaScope-Breitbild zu erzeugen.
Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, unter dem Menüpunkt Timeline und dann Output Blanking entsprechende Seitenverhältnis anzuzeigen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel jetzt 2,35 oder 2,39 auswählen und sehen jetzt entsprechend, wir haben hier die Balken drin. Jetzt macht sich eben auch bezahlt, dass wir, wie in der letzten Episode erklärt, eingestellt haben, dass wir Grau in unseren Viewern haben. Das heißt, jetzt sehen wir nämlich auch, dass diese Bereiche hier schwarz sind. Ansonsten wäre dieser gesamte Bereich schwarz und das kann schnell mal irritierend sein. Wenn wir uns jetzt hier unsere Takes mal angucken. Danke, dass ich mich euch anschließen durfte. Hast du an das Foto gedacht? Ja, sicher. Hier. Keine Sorge, Amy. Wir finden sie schon. Dann sehen wir, bei diesem Take ist es natürlich jetzt durch die Balken ein bisschen unglücklich, weil wir hier viel zu viel von ihrem Kopf abschneiden. So, dafür haben wir diesen Inspektor. Das heißt also, ich kann diesen Clip anwählen und habe jetzt hier im Inspektor die Möglichkeit, meinen Clip weiter runterzuziehen, damit ich hier eben den Headspace im Prinzip bewahre, den wir eigentlich für so eine Szene haben müssen. Ich kann jetzt also hier bei Position Y mit der Maus einfach links klicken und gedrückt halten und ziehe jetzt mein Video weiter runter. Wir sehen, wenn ich zu weit ziehe, dann kommt natürlich der Hintergrund zum Vorschein, aber ich kann ihn jetzt bis da ziehen. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Ich denke, das geht noch klar. Hast du an das Foto gedacht? Ja, sicher. Hier. Keine Sorge, Amy. Wir finden sie schon. Und deine Frau auch. So, hier mache ich genau das Gleiche. Und deine Frau auch. Ich hoffe, ich habe alles versucht, aber keiner will mir hier helfen. Ich habe das Gefühl, die haben alle Angst. Ja, die Polizei ist sowieso... Wir könnten uns sogar überlegen, ob uns dieser kurze Einschwenker hier von ihrem Kopf nicht zu sehr stört und sogar so weit gehen und unser Material ein Stück weit rein skalieren. Das heißt, hier bei Zoom kann ich jetzt einfach auch reinklicken, nach rechts ziehen oder eben auch einen Wert eingeben und mein Footage ein Stück weit reinzoomen. Das kann nicht so krass sein. Und es jetzt noch ein Stückchen nach links rüberziehen. Und deine Frau auch. Ich hoffe, ich habe alles versucht, aber keiner will mir hier helfen. Ich habe das Gefühl, die haben alle Angst. Keiner will mir hier helfen. Wir haben aber auch theoretisch die Möglichkeit, dass wir sagen, wir fangen bei dem Clip hier an und hier an der Seite steuern wir unsere Keyframes. Das heißt, ich kann jetzt also für meinen Zoom und auch für meine Position Keyframes erzeugen und gehe hier zum Ende und verstelle jetzt quasi meine Position, damit er hier nicht so links an die Rand gedrückt wird. Und auch, dass der Mund hier nicht angeschnitten ist. Und wir gucken mal. Und deine Frau auch. Ich hoffe, ich habe alles versucht, aber keiner will mir hier helfen. Ich habe das Gefühl, die haben alle Angst. Diese Funktionalität gilt natürlich für sämtliche Werte, die ihr seht, überall wo ihr diesen Punkt habt. Habt ihr im Prinzip die Möglichkeit, mit Keyframes eben auch Sachen zu animieren. Wir sehen jetzt auch hier, das sind jetzt kleine Pfeile. Das heißt, ich kann jetzt also hier nach links oder nach rechts von einem Keyframe zum nächsten zu springen. Wenn wir hier, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, auf diese Kurve klicken, dann sehen wir im Prinzip auch, dass wir jetzt hier mit verschiedenen Kurvenfunktionen das Ganze also auch noch ein bisschen weicher machen. Das heißt, wir haben keine lineare Bewegung zwischen Punkt A und Punkt B, sondern wir sagen, wir fangen ganz langsam an, in der Mitte soll es schneller werden und am Ende wieder langsamer. Das findet ihr also hier auch jederzeit, das sieht man ja hier in den Icons. Jetzt, wo wir unseren Film soweit geschnitten haben, oder unsere Szene in dem Fall, wollen wir uns natürlich darum kümmern, dass unsere Audiospuren auch entsprechend noch die bestmögliche Qualität haben, bevor wir den ganzen Kram später dann exportieren oder in unserem Fall dann zum Color Grading übergehen. Wir haben uns ja hier schon die Spuren angeguckt, das heißt, wir können hier unsere Pegel sehen. Ihr seht hier auch, dass es hier noch Schaltflächen gibt, das heißt, hat jeder dieser Audio-Tracks hier noch die Option fürs Panning. Panning ist im Prinzip, dass wir festlegen können, von wo der Sound im Endeffekt nachher kommen soll. Das heißt, in einer Stereo-Tonspur kann ich natürlich nur sagen, er soll entsprechend gleichmäßig links und rechts kommen oder ich kann ihn nach links oder rechts verschieben. Hätten wir jetzt eine 5.1 Spur, also das heißt, wir können sagen, wir haben eine Soundquelle, die fängt vorne rechts an und zieht dann nach hinten rechts durch, solche Geschichten. Und was wir noch haben, ist, wenn wir unsere Audio-Tracks hier in der Timeline anklicken, sehen wir hier auch, wir können hier pro Clip
unser Ton, also unsere Lautstärke hier verstellen. Wir können das Ganze also auch keyframe. Und was ganz interessant ist, wir haben hier einen Clip Equalizer. Das heißt, wir können jetzt auch jeden Clip einzeln mit dem Equalizer bearbeiten, um hier entsprechend noch mehr Qualität oder mehr Verständlichkeit aus dem Clip rauszuholen. Den gucken wir uns aber auch gleich nochmal sowieso an, wenn wir uns jetzt mit Fairlight auseinandersetzen. Aber nur, dass ihr es gesehen habt, diese Funktionalität habt ihr jetzt im Prinzip für jeden einzelnen Clip in eurer Timeline. Und dafür müssen wir jetzt nicht mal in den Fairlight-Tab gehen, um das einzustellen. Das heißt also, wir haben durchaus auch einige Möglichkeiten, unseren Ton hier schon zu bearbeiten. Wie wir gesehen haben, wir können hier die Clip-Lautstärken ändern, wir können hier die Track-Lautstärken ändern. Wir haben das Panning-Tool für unsere Tracks und wir haben die Möglichkeit eben für jeden Clip mit dem Equalizer den ganzen Kram noch etwas zu optimieren. So, wunderbar. Jetzt haben wir unsere Szene soweit fertig geschnitten und können noch ein bisschen am Ton arbeiten. Dafür gehen wir jetzt in den Fairlight-Tab und schauen uns mal an, welche Möglichkeiten wir haben, unsere Tonspuren noch so ein bisschen aufzupeppen und wie wir das Ganze am Ende dann abmischen können. Und jetzt seht ihr auch, erstmal sieht das alles ein bisschen abschreckend aus. Wir haben jetzt also nur unsere Timelines hier. Wir sehen nicht mal unser Video. Wir können aber hier oben auf Meters klicken und dann haben wir hier so eine kleine Audio. Auch hier haben wir wieder unseren Mixer. Auf den ersten Blick fast die gleiche Anzeige, wie wir sie eben schon im Edit-Tab hatten. Allerdings sehen wir jetzt hier, wir haben hier noch einige neue Felder dazu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Equalizer für jeden Track. Und wir haben Dynamics, da komme ich gleich auch noch zu, das ist nämlich auch nicht ganz uninteressant. Und wie gesagt, wir haben unsere Panning. Wir haben noch einige andere Sachen, die dann wirklich schon sehr audiospeziell sind und da bin ich definitiv nicht der Richtige, um euch das beizubringen. Dafür gibt es auch leider noch viel zu wenig Informationen über Fairlight. Also selbst das Handbuch hat da noch große Lücken. Erstmal haben wir hier die Möglichkeit, unsere Tracks zu vergrößern. Das heißt, ich kann das also hier schön groß machen. Ihr seht auch hier die Blende, ist hier wunderbar zu erkennen. Was jetzt aber wie gesagt interessant ist, wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt eben in Track 1 unsere kompletten Dialogszenen. Uns ist hier auch nur die Sprache wichtig, deswegen ist das jetzt auch nur eine Monospur. Für den richtigen Film hätten wir natürlich jetzt diverse Tracks mit entsprechenden Hintergrundgeräuschen und Soundeffekten, Foliegeräusche und solche Sachen. So, wir können also jetzt für Track 1 entsprechend uns hier den Equalizer öffnen. Ich gehe hier mal an die Stelle und ich blende mir mal meine Musikdatei aus. Also mein Track 2 stellt ihr auf Muting. Das sieht man jetzt auch, dass der hier ausgegraut ist. Ganz kurz, ich mache erstmal hier sämtliche Frequenzbänder an. Und wir haben jetzt eben die Möglichkeit, entweder über die Regler hier zu arbeiten oder eben grundlegend schon mal hier oben diese Anfasser zu benutzen, um die ganze Geschichte schon mal grob in die Form zu bringen, die wir haben wollen. Das heißt, wir wollen also, wo die 5 ist, bei circa zwischen 4, also ungefähr bei 5000, also bei 5K wollen wir die Frequenzen hier ein bisschen anheben. Wir haben hier die Möglichkeit, die Form der Kurve zu bestimmen. Das heißt, wir können hier so eine Art Spitze erzeugen. Das wäre jetzt zum Anheben der Sprache eben auch die bessere Methode. Und hier ganz in den ganz hohen Bereichen wollen wir den Ton etwas einkürzen. So. Ich hoffe, ich habe alles versucht, aber keiner will mir hier helfen. Ich habe das Gefühl, die haben alle Angst. Ja, die Polizei ist sowieso total überfordert mit der Situation. Es gibt einfach viel zu viele vermisste Menschen in der Stadt. Ich muss Julie unbedingt finden. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber ich erwähne es gerne auch nochmal. Ich bin absolut kein Audio-Experte. Aber einfach nur mal, damit ihr mal ungefähr die Möglichkeiten gesehen habt, was wir eben machen können. Ich lasse es jetzt nochmal laufen, versuche hier nochmal eben ein bisschen in den Frequenzen zu testen, was wir hier noch pushen können und was nicht. Hast du an das Foto gedacht? Ja, sicher. Hier. Keine Sorge, Amy. Wir finden sie schon. Und deine Frau auch. Ich hoffe, ich habe... Also wir merken, wir haben hier ungefähr an der Stelle scheinbar die größten Nebengeräusche, was jetzt Wind im Hintergrund angeht und die Autobahn und so. Das heißt, also hier wollen wir natürlich versuchen, dass wir den Ton in dem Frequenzbereich hier beschneiden, damit das eben nicht so sehr von der Sprache ablenkt. Natürlich können wir auch hier generell den Gain noch erhöhen. Ich hoffe, ich habe alles versucht, aber keiner will mir hier helfen. Ich habe das Gefühl, die haben alle Angst. Ja, die Polizei ist sowieso total überfordert mit der Situation. Es gibt einfach viel zu viele vermisste Menschen in der Stadt. Ich muss Julie unbedingt finden. Der andere Punkt, den wir haben, sind die Dynamics. Auch hier ein Doppelklick in das Feld
Und hier haben wir jetzt im Prinzip die Möglichkeit, unseren Ton noch weitergehend auszusteuern oder eben auch zu komprimieren. Das heißt also, wir können jetzt eben noch die leisen Bereiche mehr pushen, die lauten Bereiche absenken, um dann im Prinzip einen insgesamt ausgeglichenen Ton zu schaffen. Das ist eben gerade bei Dialogen, also bei Sprache, sehr hilfreich, damit wir einen ungefähr gleichen Lautstärkepegel haben. Das heißt, wir gehen mal rein und aktivieren den Kompressor. Hier. Keine Sorge, Amy. Wir finden sie schon. Und deine Frau auch. Ich hoffe. Ich habe alles versucht, aber keiner will mir hier helfen. Ich habe das Gefühl, die haben alle Angst. Ja, die Polizei ist sowieso total überfordert mit der Situation. So, und ihr seht ja hier schon, wenn wir hier den Threshold etwas runtersetzen, fangen wir irgendwann an, dass wir sehen, dass wir hier auf jeden Fall Frequenzen beeinflussen. Und wir können hier mit Make-up den Ton im Prinzip wieder pushen, damit das Ganze nicht zu leise wird. Hast du an das Foto gedacht? Ja, sicher. Hier. Keine Sorge, Amy. Wir finden sie schon. Und deine Frau auch. Ich hoffe. Ich habe alles versucht, aber keiner will mir hier helfen. Und wir haben hier natürlich noch den Limiter. Das heißt, hier können wir unser Signal generell auf eine gewisse Lautstärke begrenzen. So stellen wir sicher, dass wir niemals in die illegalen Bereiche kommen und quasi unser Audio herknackt und es zu Artefakten im Sound kommt. Allerdings wirkt sich das natürlich auch entsprechend auf unseren Ton aus. Dann machen wir mal unsere Audiospuren wieder an. Ich pushe jetzt mal unsere Musik nochmal ein deutliches Stück. So, jetzt ist natürlich die Musik so laut, dass sie sich schon mit der Sprachspur hier deutlich stört. Da wiederum ist der Equalizer aber ganz interessant. Wenn wir den jetzt also für Track 2 anwenden und sagen, ich spiele es jetzt nochmal ab hier. Danke, dass ich mich euch anschließen durfte. Hast du an das Foto gedacht? Ja, sicher. Hier. Keine Sorge, Amy. Wir finden sie schon. Und deine Frau auch. Ich hoffe. Ich habe alles versucht, aber keiner will mir hier helfen. Ich habe das Gefühl, die haben alle Angst. Ja, die Polizei ist sowieso total überfordert mit der Situation. So, ihr habt das jetzt hoffentlich hören können. Wir können im Prinzip also mit dem Equalizer unsere Audio-Tracks in den Frequenzbereichen beschneiden, in der sich hauptsächlich die Sprache befindet. Das heißt, wenn wir hier die Frequenzen quasi zurücknehmen, also die Lautstärke der Frequenzen an dieser Stelle zurücknehmen, schaffen wir quasi Platz im Frequenzbereich für die Sprache. Das heißt also, obwohl unsere Musik relativ laut ist, kann man die Sprache trotzdem noch recht gut verstehen, weil die Frequenzen quasi nicht miteinander konkurrieren müssen. Ich würde sagen, das soll uns jetzt erstmal so genügen. Wir haben jetzt also im Prinzip unsere Sprachspur mit dem Equalizer ein wenig gepusht und dafür unsere Musikspur ein wenig in der entsprechenden Frequenz abgesenkt, damit wir die Sprache durch die Musik, obwohl sie relativ laut ist, immer noch recht gut verstehen können. So, geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema heute trotz mangelnder eigener Erfahrungswerte in Resolve, was jetzt Filmschnitt und Audiobearbeitung angeht, zumindest so weit näher bringen, dass ihr jetzt für die Zukunft gerüstet seid, um euren eigenen Film in Resolve bearbeiten zu können. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt sie uns gerne unten in die Kommentare und wir versuchen auch so schnell wie möglich darauf zu antworten. So, in der nächsten Episode soll es dann auch endlich ums Color Grading gehen. Da werden wir dann sicherlich auch mal einen detaillierten Blick hier auf das Resolve Micro Panel werfen und uns halt diese ganzen Funktionen hier im Detail mal anschauen, wie dieses Panel mit Resolve zusammen funktioniert und uns eben im Color Grading Alltag das Leben erleichtert. Das aber in der nächsten Episode, für heute soll es das gewesen sein. An dieser Stelle nochmal einen riesen Dank für Ihre Unterstützung am Blackmagic Design. Natürlich freuen wir uns auch über eure Unterstützung mit einem Daumen hoch und einem Abo, wenn euch die Serie gefällt. Mir bleibt für heute nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und sage bis dann erstmal Tschüss und bis bald.